einseitige Rückenschmerzen, so ein tiefer, dumpfer Schmerz beim Zurücklehnen oder wenn du dich im Bett drehst, aber besser wird, wenn du dich nach vorne beugst, zum Beispiel beim Schuh anziehen oder wenn du dich abstützt. Dann können deine Facettengelenke beteiligt sein. Kleine Wirbelgelenke, die bei vielen Menschen mit Rückenschmerzen auffällig werden. Aber Achtung, auch wenn im MRT Arthrose sichtbar ist, das heißt nicht automatisch, dass deine Schmerzen von dort kommen. Denn Verschleiß an den Facettengelenken beginnt oft schon in jungen Jahren ohne Beschwerden. In diesem Video erfährst du genau, was die Facettengelenke sind, wie sie mit deinen Schmerzen zusammenhängen und ich zeige dir gezielte Übungen, die dir dabei helfen können, Schmerzen zu lindern, ganz ohne Medikamente oder Spritzen. Unsere Wirbelsäule besteht aus mehreren Wirbeln, die übereinander liegen. Zwischen den Wirbeln gibt es dann kleine Gelenke auf den hinteren Teil. Das sind die Facettengelenke. Die sitzen jeweils rechts und links auf der Rückseite vom Wirbel. Und zusammen mit der Bandscheibe vorne verbinden sie die einzelnen Wirbelkörper miteinander. Die Gelenkfläche sind auch mit Knorpel überzogen, genau wie bei anderen Gelenken wie das Knie, Hüfte oder die Schulter. Drumherum sind sie von einer dünnen Kapsel umgeben, die Gelenkflüssigkeit enthält. Das sorgt dafür, dass die Gelenke gut gleiten und sich reibungslos bewegen können. Die Facettengelenke sind wichtige Verbindungsstellen zwischen den Wirbeln. Im Laufe des Lebens verändern sie sich. In MRT sieht man dann zum Beispiel, dass der Knorpel dünner wird und sich der Knochen in seiner Form verändert. Genau das wird oft als Arthrose diagnostiziert. Doch der Zusammenhang zwischen sichtbaren Veränderungen in MRT und dem Schmerz ist nicht immer eindeutig. Studien zeigen, der Verschleiß an den Facettengelenken beginnt oft sehr früh, teilweise schon im Teenageralter. Allerdings ist die Sache nicht ganz so einfach. Andere Studien konnten keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Arthrose auf den Bildern und den tatsächlichen Schmerzen nachweisen. Das heißt, du kannst Facettengelenke-Arthrose im Bild sehen und trotzdem keine Schmerzen haben. Oder du hast starken Rückenschmerzen, obwohl die Bilder gar nicht so schlimm aussehen. Was wir aber inzwischen wissen, ist, dass im Gelenk und in der Kapsel es Nervenfasern gibt, die bei einer Reizung oder Entzündung Signale ans Gehirn senden und diese Reizungen können dann Schmerzen verursachen. Selbst wenn das Gelenk auf das Bild gar nicht so stark verändert aussieht. Das heißt für dich, Rückenschmerzen durch Facettengelenksarthrose entstehen nicht nur durch den Verschleiß an sich, sondern vor allem durch die Reizung der Nerven. Und genau hier helfen gezielte Übungen, denn durch die Übungen werden die Muskeln kräftiger und entlasten die Facettengelenke. Gleichzeitig wird die Durchblutung gefordert, was das Heilungsprozess unterstützt und Entzündungen entgegenwirken. So verbesserst du deine Beweglichkeit und kannst deinen Alltag wieder schmerzfreier gestalten. Und wenn du jemanden kennst, der gerade an Rückenschmerzen leidet, wegen einer Facettengelenksarthrose, dann schick ihm dieses Video weiter. Ich bin mir sicher, die Übungen können gut dabei helfen, Schmerzen zu lindern und auch die Beweglichkeit zu verbessern. Studien haben gezeigt, dass Dehnungsübungen von der Rückenmuskulatur wirksam sind, um die Schmerzen zu lindern. Und eine gute Dehnung für den Rückenstrecker und auch für die Facettengelenken ist genau diese Übung. Du solltest dir als erstes in Vierfüßlerstand begeben. Deine Knie direkt unterhalb von der Hüfte und deine Hände auch direkt unter der Schulter. Deine Fußrücken soll jetzt auf dem Boden bleiben. Als erstes bringst du dein Kinn Richtung Brustkorb, rollst in die obere Partie ein und dann versuche als erstes das Becken zu kippen, so als ob du das Becken zu dir reinziehen willst, Schambein Richtung Brustkorb reinziehen willst. Mit dieser Bewegung sorgst du schon dafür, dass es zwischen dem Facettengelenk etwas Zug entsteht, eine leichte Dehnung.
Kipp das Becken zu dir ran und in diese Position bringst du nun das Gesäß nach unten Richtung Ferse hin. Wenn du unten angekommen bist, bring deinen Rumpf so weit wie du kannst vorne auf die Oberschenkel drauf. Ziel ist, dass die Wirbelsäule so rund wie möglich bleibt und den Kinn weiterhin zum Brustkorb bewegen. Mit den Händen ziehst du dich etwas weiter nach vorne und in dieser Position verbleibst du. Spann nochmal deine Bauchmuskeln an, damit du das Becken noch weiterhin zu dir kippst und hier in der unteren Partie eine gute Rundung erreichen kannst. Bleib in dieser Position für mindestens 30 Sekunden und wenn du es aushältst, auch gerne 45. Je runder dein unteren Rücken ist, desto effektiver ist auch die Übung. Komm langsam auf die Position wieder zurück in Vierfüßlerstein und dann kannst du auch die Spannung im unteren Rücken lösen. Um das Ganze solltest du dann 3 bis 5 Mal wiederholen. Vierfüßlerstand, zuerst das Becken kippen, so als ob du Schambein Richtung Brustkorb bewegen willst. Kinn Richtung Brustkorb, rund werden mit dem Rücken und dann Gesäß nach unten Richtung Ferse bewegen. Bleib in der Position und versuche deinen Rücken so rund wie möglich zu halten. Deine Hände kannst du noch etwas nach vorne ziehen. Damit erreichst du noch einen extra Dehnungseffekt. 30 bis 45 Sekunden und das Ganze 3 bis 5 Mal. Dehnungen lindern zwar Schmerzen, sind aber nicht so wirksam, um deine Muskulatur zu stärken. Das muss schon hier extra trainiert werden. Und das kann man sehr gut mit dieser nächsten Übung. Für diese Übung wäre es gut, wenn du so ein Gummiband hast. An einem Ende solltest du eine kleine Schlaufe machen. Und diese Schlaufe platzierst du dann einmal um den Fuß drumherum. Dann solltest du dich auf den Rücken hinlegen und deine Hände zeigen zum Boden hin. Und gleichzeitig solltest du auch deine Beine in 90 Grad bewegen. Aber bevor du das machst, stell dir mal vor, du müsstest eine sehr enge Jeanshose anziehen, beziehungsweise du willst deinen Bauch und deine Rückenmuskulatur aktivieren. Spann den Bauch so an, dass du den Rücken der Wirbelsäule nach hinten gegen den Boden drückst. Bleibe mit dem Kontakt von deiner Lendenwirbelsäule auf dem Boden. In dieser Position hast du dann eine leichte Streckung der Lendenwirbelsäule, was die Belastung auf den Einzelfacettengelenken reduziert. Wenn du zu doll bei der Bewegung danach in Hohlkreuz kommst, dann ist der Druck auf die Einzelfacettengelenk erhöht und das kann dir Schmerzen verursachen. Also Rückenlage, Bauch angespannt, Becken ziehst du zu dir ran, so als ob du Schambein wieder Richtung Brustkorb bringen willst. Lendenwirbelsäule soll die ganze Zeit gegen den Boden bleiben. Das Bein mit der Schlaufe hebst du jetzt einmal hoch. Beide Beine sind jetzt in 90 Grad und beide Hände sind jetzt ebenfalls nach oben Richtung Decke zeigend. Handfläche zu Handfläche. Und aus dieser Position solltest du nun, also fast vergessen, linkes Bein, rechten Arm. Aus dieser Position solltest du nun das Bein und den Arm nach hinten strecken. Das andere Bein bleibt in 90 Grad und ebenfalls auch die Hand nach oben Richtung Decke zeigen. Und dann langsam wieder zurückkehren. Ziel ist, dass du diese Bewegung koordinieren kannst, also rechts, links, und gleichzeitig, dass du von dem Bauch her so stabil bist, dass du die Kontaktfläche zwischen dem Boden und deiner Wirbelsäule nicht verlierst. Wenn diese Variante dir zu schwer ist, kannst du ein Bein nach unten ablegen und dann wird sie deutlich leichter. Wichtig ist, dass du hier aber die Kontaktfläche von der Lendenwirbelsäule mit dem Boden nicht verlierst. Bein strecken, Arm über den Kopf strecken, nicht in Hohlkreuz gehen und dann wieder zurück. 12 bis 15 Wiederholungen solltest du durchführen, dann eine kurze Pause und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Die schwere Variante, beide Beine hoch, Bauch angespannt, Lendenwirbelsäule gegen den Boden, Handfläche zu Handfläche zeigend, Bein strecken, Arm strecken über den Kopf, nicht in Hohlkreuz fallen und dann wieder zurück.
Dadurch, dass du diese gekreuzte Bewegungsmuster durchführst, hast du auch eine größere Aktivierung von dem schrägen Bauchmuskel. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden pro Seite und das Ganze 2 bis 3 Serien pro Seite. Falls es dir aus der Position zu schwer fällt, setz einfach ein Bein ab, spann nochmal den Muskel an von dem Bauch und streck dann Arm und Bein. Mit dieser Übung trainierst du nicht nur Bein- und Armmuskulatur, aber gleichzeitig auch Stabilität für deinen Rumpfbereich. Je mehr dein Bauch- und Rückenmuskulatur aktiv sind, desto besser ist es gegen deine Rückenschmerzen. Bei der vorherigen Übung lag der Fokus hauptsächlich auf den vorderen Bereich. Nun geht es um die Stärkung und Stabilität mit Fokus auf den Rückenmuskel. Dafür solltest du jetzt auf den Vierfüßlerstand kommen. Knie unterhalb von deiner Hüfte, Hände unterhalb von deiner Schulter. Und aus dieser Position solltest du als erstes in die Beugung reingehen und wieder mit dieser gekreuzten Muster. Jetzt bringst du deine rechte Hand und deine linken Knie zueinander. Wichtig dabei ist, dass du versuchst, die Lendenwirbelsäule, die untere Partie, rund zu kriegen. Du kannst auch Ellenbogen Richtung Knie bewegen und dann wieder strecken. Wichtig ist bei einem Strecken, dass du nicht in eine Überstreckung gehst, vor allem, dass die Lendenwirbelsäule in ein Hohlkreuz kommt. Weil genau in diese Hohlkreuzbewegung mehr Druck auf die Facettengelenken kommt, was dann Schmerzen auslösen kann. Also wieder im Vierfüßlerstand. Am besten ist, wenn du es kannst mit den Ellenbogen zum Knie führen, Wirbelsäule rund lassen und nur so strecken, bis du nicht in Hohlkreuz kommst. Ellenbogen zum Knie, richtig rund werden, strecken, aber nicht in Hohlkreuz. 12 Wiederholungen sollen das werden und davon 2 bis 3 Serien. Erstmal in eine Seite üben und dann auch die andere Seite. Vierfüßlerstand, Ellenbogen zum Knie führen, Lendenwirbelsäule rund lassen und dann wieder strecken. Ziel ist das, denn genau in dieser Zwischenzeit, wo du auf einen Hand und einen Knie dein Gewicht ablegst, dass du vom Rumpf her stabil bleibst und nicht die ganze Zeit gewackelst. Hand strecken, Ellenbogen zum Knie, rund werden, strecken, aber nicht in Hohlkreuz. Rund werden nach unten, strecken, aber nicht in Hohlkreuz. Gefällt dir dieses Video und du möchtest mehr erfahren, wie du von zu Hause aus ohne viel Hilfsmittel deine Schmerzen lindern kannst und fitter wirst? Dann abonniere meinen Kanal. Hier findest du regelmäßig wirksame Übungen für Beschwerden rund um Rücken, Gelenk und Muskulatur. Für die nächste Übung arbeitest du beides, sowohl die Kräftigung von der Rückenmuskulatur als auch die Dehnung davon. Als erstes solltest du dich hinsetzen auf die vordere Kante von einem Stuhl. Aus dieser Position beugst du nun deinen Rumpf nach vorne und versuchst mit deinen Händen nach unten zu kommen, entweder zu den Zehen oder zu den Unterschenkeln. Umgreife mit deinen Händen beide Füße. Deine Knie sollen möglichst nicht zusammenfallen, sondern schön in einer Linie bleiben. Und aus dieser Position wäre es im besten Fall, würde deine Wirbelsäule schon eine Streckung erfahren, eine leichte Dehnung. Bleib mit dem Rücken rund, umgreif deine Ferse und aus dieser Position versuchst du als erstes, das Gesäß von dem Stuhl hochzuheben, dass du aufstehst, vom Gewicht her. Also Gesäß hochheben, dein Rücken sollte möglichst gestreckt sein, deine Blickrichtung ist nach unten Richtung Knie. Brustkorb bewegt sich zum Oberschenkel hin. Streck deine Knie durch und aus der Position richtest du dich dann nochmal auf. Nicht überdurchstrecken, weil dann Schmerzen ausgelöst werden können. Dann bewegst du deine Hände wieder nach unten, Oberschenkel, Unterschenkel und setzt dich wieder hin. Und noch einmal mit dem Rücken gerade. Also vorwärts beugen, möglichst rund bleiben, Hände mit den Füßen oder den Unterschenkel umgreifen. Aus der Position Kraft machen zum Aufstehen, Knie durchstrecken, Rumpf nach vorne bewegen,
Dann langsam mit den Händen nach oben wandern, bis du in eine aufrechte Haltung bist. Hände wieder nach unten bewegen, so weit wie du kannst. Knie beugen und wieder hinsetzen zum nochmal aufrichten. Mit dieser Übung schaffst du die volle Beweglichkeit in Beugung und eine schmerzfreie Strecken der Wirbelsäule. Wenn du Bewegungseinschränkungen hast, probiere sie aus. 2 bis 3 Serien sollen das werden und jeweils 12 bis 15 Wiederholungen. Und unsere letzte Übung ist für die Stärkung den Rückenstrecker. Sehr häufig wird gesagt, nicht mit runden Rücken etwas vom Boden heben. Das stimmt nicht ganz so. Vor allem dann, wenn du Beschwerden eher an den Facettengelenken hast und nicht unbedingt für einen Bandscheibenvorfall, kann diese Übung dir sehr gut dabei helfen, deine Muskulatur zu stärken und deine Angst von Bewegung zu vermeiden. Vielleicht zu Beginn nutzt du einen etwas leichteren Widerstand, damit du deine Muskulatur nicht so gleich überforderst. Stell dich mehr als hüftbreit auseinander, aber nicht übermäßig. Und dann als erstes beug dich vorwärts, wirklich mit einem runden Rücken und das Gewicht sollte auf einer Seite von dir platziert sein. Also beug dich nach vorne, mit einem runden Rücken, halte das Gewicht fest von deiner rechten Seite und bewege es dann nach links, um dann wieder aufrecht zu kommen. Wieder vorwärts beugen und dann das Gewicht von links nach rechts bewegen und dann wieder aufrecht. Dein Rücken wird nicht geschadet von Belastung, sondern mit gezielter Belastung wird sie gestärkt. Und das ist, was du brauchst, um im Alltag Bewegungsfreiheit, aber auch Schmerzenfreiheit zu erfahren. Die Wirbelsäule ist viel stärker, als man denkt und wird nicht mit einer leichten Bewegung wie dieses einfach auseinandergehen oder in eine Blockade erfahren. Also hüftbreit, mehr als hüftbreit auseinander, du bewegst dich vorwärts, hebst ein Gewicht von links nach rechts und dann wieder aufrecht. Wenn du Angst hast, kannst du zu Beginn deine Knie etwas mehr gebeugt lassen und dann aus der gebeugten Position von einer Seite in die nächste. Wenn deine Beschwerden zu akut sind und du einseitige Beschwerden, ganz akute einseitige Beschwerden hast, dann ist es sinnvoll, dass du die Bewegung in der Richtung, wo du Schmerzen hast, etwas reduzierst, nicht komplett vermeidest. Also, wenn deine Beschwerden jetzt links wären, dann würde man das Gewicht nur bis zu deiner vorderen Seite, aber nicht so doll in die Drehung gehen. Und dann von links nach rechts, das müsste beschwerdenfrei sein, aufrecht. Beschwerden sind links, rechte Seite wäre okay und links nur so weit, bis du keine Schmerzen auslöst und dann wieder aufrecht. Runterbeugen, runden Rücken, links nach rechts, aufrecht, wieder in eine Haltung kommen. Vorwärts beugen, rechts wieder links, aber nur so weit, bis du die Bewegung mit weniger Schmerzen durchführen kannst. 2 bis 3 Serien von 12 bis 15 Wiederholungen solltest du durchführen können. Wenn dir die Übungen gut getan haben, bleib unbedingt dran. Dein Rücken wird es dir danken. Denk dran, Bewegung ist oft die beste Medizin. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!